Wir waren eine Woche am Brombachsee. Jetzt geht die Reise für uns weiter und zwar in Richtung Neckar. Dort gibt es einen Stellplatz mit dem Namen Zimbria. Nicht nur ein Stellplatz, auch ein Campingplatz. Und das möchte ich alles heute vorstellen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir haben die Autobahn A6 genutzt und dann die Autobahn verlassen und fahren jetzt auf der A27 immer parallel zum Neckar. Diese Straße führt uns bis zum Stell- und Campingplatz hin. Wir fahren jetzt in den kleinen Ort Neckarzimmern ein. Hier am Ortsende liegt der Stellplatz und auch Campingplatz. Wir haben Dienstag, den 30. Mai, also ist die Woche nach Pfingsten. Wie man sieht, haben wir sehr schönes Wetter. Hatten wir schon über Pfingsten, werden viele auch gehabt haben, die auf Reisen waren. Darüber freut man sich natürlich. Nochmal ein Blick auf die Karte. Wo sind wir genau? Wir sind östlich von Heidelberg und Heilbronn ist auch nicht ganz weit. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man an der Zufahrt zum Stell- und Campingplatz nicht vorbeifährt. Es ist beschildert, aber so auf der Schnelle vielleicht nicht zu erkennen. Hier auf der linken Seite kommt dann die Zufahrt. Diese etwas schmalere Straße führt uns dann direkt zum Stell- und Campingplatz und natürlich auch zum Neckar. Es sind nur wenige 100 Meter, die man diese kleine Straße fahren muss, auch für größere Fahrzeuge geeignet. Wir kennen diesen Platz nicht. Muss allerdings sagen, wir haben den Betreiber im letzten Winter in Spanien auf einem Stellplatz kennengelernt. Dieser Platz ist in den Wintermonaten geschlossen, so hat der Betreiber die Möglichkeit, dann auch in Spanien zu sein. Und ab April ist er dann wieder geöffnet und deshalb fahren wir jetzt hier mal hin und besuchen ihn. Man sieht gerade, dass so Staub aufgewirbelt wird. Das liegt nicht daran, dass ich zu schnell gefahren bin, sondern es liegt daran, am Motor sitzt ein großes Lüfterrad zur Kühlung und dieses Lüfterrad wirbelt den Staub auf und ja, ist unangenehm, kann ich aber nicht ändern, ist so. Einige haben deshalb schon mit mir geschimpft, wenn ich dann über den Platz fahre. Das tut mir auch leid, aber lässt sich leider nicht ändern. Wir sehen hier an der Einfahrt eine Information. Man kann sich hier einen Anmeldeschein entnehmen aus dem Postkasten und sich einen Platz aussuchen und später meldet man sich dann ein. Auf der linken Seite der Einfahrt befindet sich ein großes Gebäude. Dort gibt es ein Bistro und es gibt dort auch die Anmeldung. Wir haben Glück und treffen in der Rezeption den Inhaber und Besitzer dieses Stell- und Campingplatzes, und zwar ist es der Achim. Das Bistro hat leider heute geschlossen, weil das Pfingstwochenende war doch Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die Mitarbeiter bräuchten auch mal frei. Aber ab morgen ist alles wieder geöffnet. Schön. Leckere Speisen, also werden wir auf jeden Fall alles frisch gemacht. 4 verschiedene Biere vom Fass, regionale Weine. Also man kann es sich gut gehen lassen. Hört sich gut an. Ja. Wir müssten jetzt nochmal Wasser tanken, dürfen wir dann da links Klar, rum. einfach. Wir haben ja die Fähre da kannst du schön hinfahren und da kannst du alles machen. Da Achim selber ein großes Wohnmobil fährt, hat er den Platz so gestaltet, dass es keine Probleme gibt für große Fahrzeuge bis zu einer Länge von 12 Metern und einem Gewicht von 26 Tonnen. Wir müssen Wasser tanken, dazu nutzen wir immer unseren eigenen Schlauch. Wenn ein Schlauch dort hängt, wie in diesem Fall, den nutzen wir nicht. Man weiß nicht, was da jemand schon mal mitgemacht hat. Und zum anderen ist es so, dass wenn ein Schlauch so in der Sonne hängt, sich dort in dem Wasser Bakterien bilden können und die will man nicht im Tank haben. Wenn man auf den Platz rauffährt, dann ist auf der linken Seite der Campingplatz und auf der rechten Seite der Stellplatz, dort wo wir jetzt stehen. Die Preise hier auf dem Stellplatz sind unterschiedlich, je nach Größe des Fahrzeugs oder auch wenn man am Fluss direkt, also am Neckar stehen möchte, die Plätze kosten auch mehr. Es fängt an bei 15 € und geht dann hoch. Hinzubuchen kann man auch Poolnutzung und Nutzung der sanitären Anlage. Wer genau wissen möchte, was hier wie viel kostet, der gehe bitte auf die Internetseite. Dort findet er genaue Angaben. Ich blende die Internetadresse hier mal ein. Wer lieber auf den Campingplatz gehen möchte, kein Problem. Auch dort gibt es Plätze
für größere Fahrzeuge. Auf dem Campingplatz habe ich alles inklusive, deshalb kostet der Platz auch zwischen 30 und 40 Euro, je nachdem wie viele Personen auch dabei sind. Blick von oben, wir sehen im vorderen Bereich den Stellplatz und im hinteren Bereich den Campingplatz. Jetzt überfliegen wir das Ganze mal. Wir sehen in der Mitte etwa das große Gebäude mit Rezeption und Bistro. Dahinter werden wir gleich den Pool sehen. Ich habe die Aufnahmen in den Abendstunden gemacht. Am Tage liegt der Pool voll in der Sonne. Aufgrund der Hochwassergefahr sind Campingplatz und Stellplatz vom 1. April bis 31. Oktober geöffnet. Also in den Wintermonaten kann man den Platz nicht nutzen. Zentral liegt das kleine Sanitärgebäude. Hier findet man die Möglichkeit abzuwaschen. Auch gibt es dort Trockner und Waschmaschine. Und es gibt natürlich auch die Duschen und die Toiletten hier. Die kann man allerdings nur betreten mit einem Chip, den man bei der Anmeldung bekommt. Oder wie? Mach doch mal davor. Sehr schön haben Sie es hier. Das Ganze ist erst frisch renoviert und macht einen sauberen und gepflegten Eindruck. Direkt neben dem Sanitärgebäude ist der Pool. Er hat jetzt Ende Mai schon eine Wassertemperatur von ca. 22 Grad. Für alle, die Kinder dabei haben, ist so ein Pool natürlich interessant. Vom Platz aus sieht man oben am Berg eine Burg, die kann man besichtigen. Wir sind mit den Fahrrädern dorthin gefahren. Es geht steil bergauf, aber mit den E-Bikes klappt das. Ja, kann ich aber jetzt sagen. Es sind vielleicht 2-3 Kilometer bis zur Burg hoch. Man hat schon auf halber Strecke eine schöne Übersicht und mit Blick auf den Neckar. Man kann die Burg besichtigen, täglich von 10 bis 18 Uhr. Eintritt ist 7 Euro pro erwachsene Person. In der Burg gibt es ein Café, Restaurant mit einer schönen großen Terrasse. Von dort aus kann man dann schön über die gesamte Landschaft blicken. Wir haben dort Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen und die schöne Aussicht genossen. Nach dem Kaffee haben wir uns die Burg von außen angesehen und danach ging es dann wieder mit dem Fahrrad zurück zum Stellplatz. Am Abend ging es dann ins Bistro mit netten Campern, die wir am Tage hier auf dem Platz kennengelernt haben. Das Bistro ist geöffnet von Dienstag bis Sonntag, immer von 13 bis 21 Uhr. Es gibt hier eine kleine Karte mit ganz interessanten Gerichten. Das muss man selber mal testen, das kann man nicht alles erzählen. Besonders legendär sind die Pommes hier. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Parzellen sind so groß, dass man ohne Probleme die Markise rauskurbeln kann und man hat auch noch ein bisschen Abstand zum Nachbarn hin. Am Wochenende füllt sich der Platz, besonders begehrt sind die Plätze vorne am Fluss, am Neckar. Sie sind allerdings ja auch etwas teurer. Wir fahren ja gerne Fahrrad und so nutzen wir die Möglichkeit, hier am Neckar entlang den Fahrradweg zu nutzen zur Stadt Mosbach. Das sind bis dorthin etwa 7 Kilometer. Mosbach ist eine Kreisstadt mit ca. 25.000 Einwohnern, hat viele schöne Fachwerkbauten, hat eine schöne Innenstadt. Man kann hier spazieren gehen, man kann hier Kaffee trinken und es gibt auch viele Restaurants. Nur als Hinweis, es gibt auch einen Stellplatz hier in der Stadt, findet man bei Google oder natürlich auch bei verschiedenen Apps. Rita geht natürlich auch bei so einer Gelegenheit ihrem Hobby Geocaching nach.
Und so kommen wir manchmal auch an Stellen, wo es eine Sehenswürdigkeit gibt, so wie in diesem Fall. Wir haben in der Stadt Kaffee getrunken, haben uns ca. 2 Stunden dort aufgehalten und dann ging es wieder zurück am Neckar entlang zum Stellplatz. Zurück zum Stell- und Campingplatz. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit den Betreibern von so einem Platz zu sprechen, dann nutze ich das. Hier in diesem Fall hatte ich das immer mal wieder. Achim war immer auskunftsbereit und so habe ich dann mit ihm auch noch ein Interview gemacht und ihn befragt nach vielen Dingen hier vom Platz. Achim, wir haben uns in Spanien kennengelernt. Jetzt habe ich hier deinen Stellplatz besucht. Erzähl uns ein bisschen was darüber. Ja gut, ich habe den Stellplatz jetzt in der 2. Saison. Wir haben ihn 2022 käuflich erworben, haben alles modernisiert, ein neues Konzept entwickelt, die Stellplätze neu geordnet und ja, sind eigentlich ganz zufrieden. Ja, du hast nicht nur einen Stellplatz, sondern du hast auch einen Campingplatz. Genau. Ja. Also insgesamt haben wir 170 Plätze, davon ist Aufteilung 50:50 ungefähr von den Plätzen her. Mit dem Campingplatz und Stellplatz und also 68 Plätze auf dem Stellplatz, die sehr großräumig sind, die mit Absicht so gewollt, damit man auch auf dem Stellplatz ein schönes Camping-Feeling erlebt. Richtig, das habe ich auch schon festgestellt, das schöne große Plätze, gut einzufahren, alles perfekt. Ja, du hast jetzt nicht das ganze Jahr auf, wir sind ja hier am Neckar, es gibt auch wohl mal Hochwasser hier. Wie hast du denn jetzt hier so geöffnet? Wir haben ab 31. März bis Maximum 31. Oktober geöffnet. Aber der Wohnmobilstellplatz hat das ganze Jahr geöffnet, also es besteht die Möglichkeit, Übernachtungsplätze zu bekommen, die kostenfrei sind, aber ohne jegliche Ver- und Entsorgung. Man kann also sich hinstellen, kann sich wohlfühlen, übernachten und Zeit verbringen. Aber es ist keine Müllentsorgung, keine Ver- und Entsorgung möglich, weil alles abgeschaltet ist wegen Hochwasser oder Frostschutz. Ja. Ja, die Frage ist auch immer, wie groß dürfen die Fahrzeuge hier bei dir sein? Du fährst selber ein sehr großes Wohnmobil. Ja, also 26 Tonnen, 12 Meter haben wir 20 Plätze zur Verfügung. Hast du hier auf deinem Gelände zu Ja, genau. Okay, das ist ja schon mal eine Aussage. Ja, ich okay. denke auch. Und Ja. also für die ganz Großen haben wir hier vorne gleich die VIP-Plätze sozusagen, wo Strom mit 16 Ampere abgesichert ist. Und der Stellplatz hat eine Größe von 200 Quadratmeter. Also da passt auch noch ein zusätzlicher Anhänger oder Fahrzeug mit drauf. Ja. Ist genügend Platz vorhanden. Schön. Ja, Strom ist ja immer ein Thema und da arbeitet ihr auch umweltfreundlich. Genau, wir haben dieses Jahr eine etwas höhere Investition geleistet. Wir haben aufs Dach 45 kWp eine Photovoltaikanlage installiert und die deckt nahezu zu 75% den kompletten Campingplatz mit Strom von erneuerbaren Energien ab. Ja, also auch da wird ein bisschen auf die Umwelt geachtet. Achim, ich sage dir vielen Dank für deine Ausführungen. Ich danke dir. Wir sind gerne auf deinem Platz und kommen auch gerne mal wieder. Danke dir. Ihr seid immer willkommen. Danke. Ciao. Ciao. Das kann ich vielleicht noch hinzufügen. Hunde sind hier erlaubt und Wohnwagen dürfen natürlich auf dem Campingplatz ohne weiteres stehen. Hier links fahren wir nochmal vorbei an den sogenannten VIP-Plätzen, an den 200 Quadratmeter Plätzen. Also da haben auch große Mobile ohne weiteres viel Platz. Natürlich dürfen auf diesen Plätzen auch kleinere Mobile stehen. Wir waren 4 Tage hier auf dem Stellplatz Zimbria am Neckar. Für uns war alles okay, uns hat der Platz gefallen und wir kommen garantiert auch irgendwann nochmal wieder. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.